Grüß euch, liebe 1000 PS-Freunde. Es ist schon ein bisschen gewagt, Mitte Jänner eine Motorrad- oder in dem Fall eine Rollerpräsentation in Österreich anzusetzen. Aber der österreichische Kawasaki-Importeur dürfte da ein gutes Wort beim Wettergott eingelegt haben. Es ist sehr sonnig, es ist natürlich ein bisschen kalt Mitte Jänner, aber die Straßen sind trocken, also beste Zustände, um den neuen J300, Kawasakis erster Roller in Europa, zu testen. Und über den werde ich euch jetzt ein bisschen mehr erzählen. Da sich Kawasaki nun auch in das Segment der Roller wagt, könnte man meinen, dass das erste Modell vielleicht nicht ganz gut funktioniert oder nicht ausgereift ist. Aber der J300 macht wirklich einen tadellosen Eindruck. Er funktioniert ausgezeichnet, wie ich mich auf den ersten Testfahrten jetzt schon überzeugen konnte. Allerdings verlässt sich Kawasaki beim Motor auch auf altbewährtes. Kymco liefert das Triebwerk zu und die Bezeichnung J300 ist in dem Fall eigentlich sehr ehrlich, weil der Motor hat 299 Kubik. Es ist ein Einzylinder, Viertakter, 4 Ventile, also sehr modern mit Einspritzung und leistet 28 PS, was in dieser Klasse relativ gut ist und dementsprechend zieht der Roller auch gut an. Also von unten zieht er wirklich schön weg, die Automatik ist da sehr gut abgestimmt. Pendelt sich bei 80, 90 ein, dass er da schön anzieht. Nicht unangenehm, dass er vielleicht zu heftig anziehen würde und beschleunigt dann auf der Autobahn auf knapp 150 am Tacho. Also das ist dann eine Reisegeschwindigkeit, die man halten kann bei knapp 8000 Touren. Das höchste der Gefühle waren für mich 160. Da bin ich dann ein bisschen bergab gefahren und wenn man sich hinter wem anhängt, dann schafft man das auch. Aber sonst sind 150 durchaus möglich. Der Motor also ganz auf dem sportlichen Niveau, wie man es von Kawasaki erwarten kann. Und auch die Bremserei funktioniert ausgezeichnet. Die Bremsen sind sogar ein bisschen heftig, möchte ich sie nicht nennen, aber sie packen wirklich ordentlich zu. Auch in dem Fall ein sehr sportlicher und in Wirklichkeit aber auch sehr praktischer Aspekt. Es lassen sich die Bremshebeln verstellen per Rändelrad, was für kleinere Piloten oder Frauen eben total angenehm ist, weil nicht jeder hat solche Pranken, ich meine, ich habe keine, aber manche Männer haben ja Riesenpranken und Frauen haben da halt viel kleinere Händchen und kommen dann mit der Hebelei nicht so gut zurecht. Das kann man bei dem Kawasaki J300 spitzenmäßig einstellen. Ja, ansonsten die Bremsen in dem typischen Petal-Design, so wie man es von Kawasaki gewohnt ist. Vorne eine, hinten auch eine Scheibe, aber das passt, das zieht gut an. Der Roller kann so ordentlich verzögert werden. Wenn man mit Ach und Krach eine Schwachstelle am neuen J300 sucht, dann findet man sie bestenfalls am Fahrwerk. Ich finde, es ist für so einen Mittelklasse-Roller durchaus ausreichend. Es federt relativ komfortabel. Ein bisschen Härte haben sie wohl auch wegen des sportlichen Grundprinzips von Kawasaki eingebaut. Aber der Roller wirkt ein bisschen kippelig in Kurven, so wie man es halt von Rollern gewohnt ist in dieser Klasse. Es gibt sicherlich bessere, es gibt aber auch sehr viele schlechtere. Vorne die Telegabel, 37 mm Durchmesser, lässt sich nicht verstellen. Die hinteren Federbeine lassen sich in der Federvorspannung einstellen, es sind Stereo-Federbeine. Also das Fahrwerk auf einem meiner Meinung nach gewohnten Niveau in dieser Klasse, sicher nicht spitzenmäßig, aber auch nicht schlecht. Eine Sache, die bei Rollern heutzutage immer wichtiger wird, und ich kann es auch verstehen, ist das Design. Es gibt schon einige sehr fesche Roller, die sportlich aussehen, aber von Kopf bis Fuß, von vorne bis hinten, so schön geschneuzt und kampelt, kenne ich kaum einen anderen Roller. Der J300 schaut einfach eben von vorne bis hinten spitzenmäßig aus. Die Kanten ziehen sich durch, die Front, diese aggressive Scheinwerfermaske, wie bei den Motorrädern. Es ist einfach ausgezeichnet. Auch der vordere Teil der Schürze, absichtlich offensichtlich ein bisschen nach hinten gezogen. Das schaut dann mehr aus wie von einem Motorrad. Nachteil, wenn man das so sagen möchte, ist, dass die Füße nur hier abgestellt werden können. Bei vielen Rollern kann man sie so schräg dann auch hinstellen. Das funktioniert bei dem J300 nicht, ist aber auch nicht notwendig. Also ich habe das jetzt nicht unbedingt vermisst. Eine sehr interessante Lösung, sehr gescheit und praktisch, ist diese Einbuchtung hier.
wenn man absteigt vom Roller, also bei der Ampel steht oder wenn man eben bei einer Stopptafel stehen bleiben muss, dass man einen guten Halt hat. Für mich jetzt nicht unbedingt ein Problem, weil ich groß bin und auch ein bisschen schwerer vielleicht als andere und den Roller schön runterdrücken kann. Für kleine Mädels, die kurze Beine haben und leicht sind, kann das schon zu einem Problem werden und da hat man dann einfach näher am Roller einen guten Stand. Also auch sehr ausgeklügelt das Ganze. Und eben auch die Armaturen mit den beiden Rundinstrumenten und in der Mitte einem großen Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Schaut sehr edel aus, schaut sehr gut aus. Und vor allem diese Lenkerabdeckung in der Alu-Optik, es ist zwar Plastik, aber das stört nicht, schaut hervorragend aus. Also mir gefällt das, wenn ich drauf sitze, nach vorschauen, irrsinnig gut. Und das macht es eigentlich aus, wenn man auf dem Roller sitzt. Und auch das Staufach unter der Sitzbank ziemlich ausgeklügelt. Ein Integralhelm passt ganz locker rein. Utensilien, sonstige passen auch noch gut hinein. Kawasaki sagt eine A4-Mappe. Ja, okay, wie dick darf sie sein? Naja, es kann schon so ein festerer Ordner sein. Warum vorne nicht auch noch ein Helm reinpasst? Es wäre rein optisch, schaut so aus, als wäre es möglich, aber Kawasaki hat sich gedacht, sie machen da eher eine ordentliche Polsterung für den Fahrer, das ist wichtig und ein Integralhelm reicht. Vielleicht kriegt man ja noch einen ganz kleinen Jethelm rein, das will ich jetzt nicht ausprobieren, aber das wäre dann wahrscheinlich nur ein Kinderhelm. Auch interessant die Beleuchtung im Helmfach, die geht nach einiger Zeit wieder aus und dann gibt es so einen Sensor, wenn man über den drüber fährt, dann geht das Licht wieder an. Also eigentlich eine lustige Spielerei, die man jetzt nicht unbedingt braucht, aber es ist ein netter Gag, ein netter Schmäh und ja, es funktioniert einfach alles. Das ist das Wichtigste, ein neuer Roller, ein neues Konzept von Kawasaki, erstmals in Europa ein Roller und er funktioniert eigentlich beim ersten Test schon ganz ausgezeichnet.